Morgens um 4 auf der Schwäbischen Alb. Es ist einer der Tage, an denen Günter Weber Bauernbrot backt. Und was ziemlich einfach klingt, ist echte Handwerkskunst. Rund 20 Stunden wird er dafür aufwenden. Seine wichtigsten Zutaten stehen in keinem Rezept. Wissen, Geduld und Erfahrung. Eine besondere Herausforderung sei ein Holzofen. Für ihn hat der gestandene Bäckermeister vor 18 Jahren noch mal neu backen gelernt. Regel Nummer 1: Der Ofen ist der Chef. Also ich bin so lange der Chef morgens, bis ich zum ersten Mal das Streichholz da reinhalte und das Feuer in Gang setze. Und ab da ist der Rhythmus vom Ofen, der unseren Ablauf bestimmt. Bevor es soweit ist, 16 Stunden vorher, holt Günter Weber seine Sauerteigkultur aus dem Kühlschrank. Ein tolles Triebmittel mit Säurebakterien und Hefepilzen. Eigentlich nur Mehl mit Wasser, das lange genug warm rumstand. Aber das klappt nicht immer. Und wer einmal eine gute Kultur hat, der pflanzt sie sorgfältig fort. Das ist mein Sauerteig, der wohnt in dem Eimerle, seit ich den vor 18 Jahren mitgebracht habe von meiner früheren Wirkungsstätte. In dem Fall, was da drin ist jetzt, das sind 2 Portionen von den 2 letzten vollreife Sauerteige vom Wochenende. Die waren jetzt also 3 Tage zur Ruhe im Kühlschrank. Und ich mache immer gern so gemischte Kultur, dass ich also von einem Vollkornteig und von einem reifen Bauernbrotteig diese Ansätze nehmen. Und damit werden wir jetzt quasi die nächste Generation in die Welt setzen. Das Wasser entscheidet, wie es weitergeht. Eher warm fördert es mehr Milchsäure und damit einen weichen Teig. Eher kühl hieße mehr Essigsäure und ein fester Teig. Für die erste Stufe des Roggensauerteigs kommen handwarmes Wasser und die gleiche Menge Roggenmehl in den Eimer. So weit, so knifflig, denn das Ganze hat wenig mit Messen und Wiegen und viel mit Spüren zu tun. Die Menge ist bei mir nie so ganz genau, aber es ist schon kalkuliert, was wir morgen zu backen haben. Ich habe jetzt also 1 Liter Wasser abgemessen und dann so viel Mehl zugeben, dass es nach meinem Handgefühl eben ein richtiger weicher Teig ist. Und die Temperatur habe ich also versucht, schön warm zu kriegen. Das spüre ich aber auch erst dann, wenn ich die Mischung von Teig, Mehl und Wasser spüre. Und wenn er mir jetzt ein bisschen zu kühl gerade wäre, dann wäre das nicht besonders schlimm. Dann würde ich ihn jetzt für die nächsten 4 Stunden warm einpacken in ein Tuch, dass er die Wärme hält. Und wenn ich merke, er ist mir ein bisschen zu warm gerade, dann darf er eben frei stehen und sich im Laufe von den nächsten 4 Stunden ein bisschen abkühlen. Also das ist alles. Ich muss mich da sowieso an Jahreszeit und Außentemperatur und so ein bisschen anpassen. Von daher, das sind bei mir alles so circa Werte, die eben vor allem nach dem Gefühl in der Hand entschieden werden. Wenn alles klappt, macht der Sauerteig das Brot locker, geschmackvoll, bekömmlich und haltbar. Besser als jede Lebensmittelchemie und altbewährt. Es existiert die Vorstellung, dass die Ägypter beim Pyramidenbau ihre viele tausend Arbeiter vor allem mit Getreidebrei verköstigt haben. Und dieser Getreidebrei in Ägypten unter tropischer Temperatur, wenn der mal über Nacht stehen blieb, hat der natürlich sehr schnell angefangen zu gären. Manchmal vielleicht unappetitlich zu gären, manchmal aber auch ganz appetitlich, eben wenn sich da sehr schnell eine Milchsäurekultur durchgesetzt hat. Und dann kann man sich vorstellen, dass irgendein Arbeiter oder ein Koch in so einer Pyramidenkantine mal morgens gedacht hat, den gärenden Teig werfen wir heute nicht weg, den kippen wir mal auf die Ofenplatte und gucken, was passiert. Und dass der dann das erste Fladen-Sauerteigbrot erfunden hat. Für die erste Stufe des Roggensauerteigs braucht er keine Viertelstunde. Dann ist Warten angesagt. 5 Stunden will der Teig jetzt seine Ruhe. Meist hat der Bäckermeister noch zu tun, schließlich backt er hier nicht nur Brot. Aber es ist sicher ein Teil des Erfolgsgeheimnisses von Günter Weber, das Zeit haben.
zur Philosophie des Lorettohofes gehört. Hier auf einem 300 Jahre alten Gehöft bei Zwiefalten auf der Schwäbischen Alb hat er sein Refugium gefunden. Hier kommt niemand zufällig vorbei. Wer hier Brot kauft, erwartet etwas Besonderes. Und das soll er von Günter Weber und seinem Holzofen bekommen. Gut, jetzt ist unser Sauerteig die erste Stufe, also 5 Stunden gestanden und hat Zeit gehabt, reif zu werden. Man riecht, man sieht auch, dass sich das runtersetzt, wenn man es ein bisschen schüttelt. Und jetzt kommt die erste Stufe in der Gneder, wo wir jetzt die zweite Sauerteigstufe fürs Bauernbrot einsetzen werden. In meiner Knetschüssel befindet sich jetzt schon eine Portion gemahlenes, getrocknetes Altbrot. Das ist natürlich eine Resteverwertung, aber es ist eben auch eigentlich besser als jedes Backmittel ein Zusatz zum Brot, der für zusätzliches Aroma und auch für gute Frischhaltung sorgt. Dazu kommt jetzt kühles Wasser. Gut, und dann hatten wir ja eben eine erste Stufe, die wir warm und weich geführt haben, wobei wir eben besonders Hefe- und Milchsäurebildung unterstützt haben. Und jetzt will ich für mein Bauernbrot in der zweiten Stufe vor allem dafür sorgen, dass wir hier einen kräftigen Geschmack reinkriegen. Deshalb werde ich jetzt in dem Fall in der zweiten Stufe eine essigsäurebetonte Führung machen, also kühl und fest. Und dadurch kriege ich noch morgen früh in meinem Bauernbrot einfach einen kräftigeren, säuerlichen Geschmack, wie er eben für so ein Brot typisch ist. Wieder kommt nichts als Roggenmehl dazu. Und wieder richtet sich die Menge nach seinem Gefühl. Die Menge Wasser, die da drin ist abgemessen. Da weiß ich schon, wie viel ich will. Und jetzt wird eben nach Gefühl so viel Mehl dazu geschaufelt, dass nachher die richtige Festigkeit erreicht ist. Ich würde also niemals Wasser messen und Mehl wiegen, weil ich ja letzten Endes die Festigkeit vom Teig eben nach meinem Gefühl richtig einstellen muss. Noch etwas Mehl, sagt sein Gefühl. Und vor dem Kneten muss alles gründlich vermischt werden. Was hier versaut würde, wäre versaut. Und kein Bäckerlehrling darf im ersten Lehrjahr allein an die Teigmaschine. Ich gehe jetzt in Schnellgang. Jetzt staubt es nicht mehr, jetzt kann man das ein bisschen intensiver weiter kneten. 2 Jahre, so erinnert sich Günter Weber, 2 Jahre dauerte es, bis er wusste, wann ein Teig fest genug ist. Er kann es hören. So ein gedämpftes, trockenes Schmatzen zeigt mir, dass der Teig fest genug ist. Und er ist gleichmäßig, es ist ein Roggenteig. Beim Roggenteig ist die Knetzeit nicht so wichtig wie beim Weizenteig, sondern er muss gleichmäßig glatt geknetet sein und die richtige Festigkeit haben. Das ist gut. Ich könnte den auch nur eine Minute laufen lassen, das macht beim Roggenteig keinen großen Unterschied. Beim Weizenteig ist es sehr wichtig, genau der richtige Zeitpunkt, wenn er also voll ausgeknetet, aber noch nicht überknetet ist, zu treffen. So. Jetzt mache ich zu dem Sauerteig dazu noch einen Hefevorteig in der anderen Knetmaschine. Die liegen dann halt Nacht nebeneinander in der Maschine und beobachtet sich gegenseitig beim Reifwerden. Da kommt also erstmal eine sehr kleine Menge, also das ist 0,5% von der Mehlmenge kommt da in Hefe rein. Das brauche ich nicht wiegen, weil ich sowieso nicht so ganz genau abschätzen kann, auf wie viel sich das bis morgen früh vermehrt hat. Der Hefevorteig soll weich werden, also, richtig, brauchen wir warmes Wasser. Ja.
Dazu kommt mäßig helles Weizenmehl und sonst nix. Erlaubt sind in Deutschland mehr als 70 Zusatzstoffe für Brot und Brötchen. Aber was nicht drin ist, findet er, macht auch keinen Ärger. So, dann lasse ich das Ding laufen. Zwar dürfte Günter Weber auch als Biobäcker Bio-Backmittel verwenden, aber er lässt seinen Teigen lieber Zeit für natürliche Prozesse. Da ist kein Salz in dem Teig. Die Hefe kann sich also ungehemmt an der Stärke austoben, an der Mehlstärke, und wird ein großer Teil von der Stärke zu verschiedenen Zuckerstoffe und andere Bruchstücke abbauen. Der Teig ist morgen früh dann, so wie er da steht, nicht mehr backfähig. Der wäre also eigentlich überreif bis dort hinaus. Aber da sind eine Menge Aromastoffe entstanden, die uns im ganzen Brotteig dann nachher einfach viel Geschmack bringen. Und es ist die Stärke, die noch da ist, ganz stark mit Wasser verbunden, also sehr stark verquollen, und das bringt uns Frischhaltung ins Brot. So. Salz ist also noch nicht im Spiel, wenn die beiden Teigvorstufen, der mit Sauerteig und der mit Hefe, gemeinsam zur Ruhe gelegt werden. Zehn Stunden dürfen sie jetzt reifen. Und heute, das spürt Günter Weber, heute wollen sie dabei zugedeckt sein. Jetzt noch Holz holen und in den Ofen schichten, damit es in der Zeit, in der die Teige reifen, richtig trocken wird. Nur mit einem Holzofen, das war ihm klar, könnte er auf seinem abgelegenen Hof Erfolg haben. Aber ein Holzofen, auch das war ihm klar, ist ein Abenteuer mit immer wieder ungewissem Ausgang. Günter Weber entschied sich dafür, für das archaische Backen mit einem Koloss aus 35 Tonnen Stein, Eisen, Lehm und Schamott. Ein Holzofen ist nicht einfach ein Ofen, der mit Holz befeuert wird. Ein Holzofen ist ein Ofen, bei dem erst Holz und dann Backwerk in dieselbe Kammer kommt. Ein Umstand, der Umstände macht, wie wir noch sehen werden. Die Holzsorte ist dabei nicht das Problem. Also grundsätzlich kann es fast jedes Holz sein. Es ist aber, man ist darauf angewiesen, dass man die Menge Holz, die man für einen bestimmten Backtag braucht, richtig schätzen lernt. Das ist also ein wesentlicher Lernprozess, wenn man als Holzofenbäcker in die Sache reinkommt. Und da ist es wichtig, dass ich jede Woche oder an jedem Backtag immer das gleiche Holz zur Verfügung habe. Es geht also nicht darum, dass ich immer gerade das verbrenne, was irgendwie weg muss, sondern ich brauche Holz, das ich jederzeit in gleicher Qualität und Stärke nachkriegen kann. Und da wir hier auf der Schwäbischen Alb eben in einer ausgesprochenen Buchenwaldgegend leben, haben wir von Anfang an uns entschieden, mit massiven Buchenholzscheite zu heizen. Verwenden, was aus der Gegend kommt. Das gilt erst recht beim Getreide. Günter Weber bezieht sein Mehl von einer Erzeugergemeinschaft, die bei Mühlen wie dieser in der Region mahlen lässt. Üblicherweise wird Getreide mit sogenannten Walzstühlen über viele Stufen hinweg gemahlen, gesiebt und wieder gemahlen. Schon bevor das geschieht, darf es weder zu feucht noch zu trocken sein und muss äußerst sorgfältig gereinigt werden. Auch beim Mahlen selbst darf das Getreide nie zu heiß werden, sonst lässt sich das Mehl später schlecht backen. Biomehl, wie Günter Weber es verwendet, wird mit einer Steinmühle gemahlen.
Besonders schonend, um möglichst viele Vitamine, Mineral- und Ballaststoffe, hochwertiges Eiweiß und Fettsäuren zu erhalten. Wer ohne Hilfsmittel backt, ist auf die Qualität der Rohstoffe und ihre schonende Verarbeitung angewiesen. Nur mit dem richtigen Mehl gelingt später ein gutes Brot. Je nach Getreide entsteht natürlich Roggen, Dinkel, Weizenmehl. Aber was ist eigentlich mit den krummen Zahlen, die bei allen Mehlsorten auf der Packung stehen? Diese komischen Typen, wie Weizenmehl 1050, Dinkelmehl 630 oder Roggenmehl 1150. Die Typen sagen uns aus, wie hell oder dunkel das Mehl ist. Das heißt, ganz grob kann man sich einfach merken, je niedriger die Zahl, desto heller das Mehl. Und da hat man in vergangenen Zeiten viel dran rumgedacht, wie man das standardisieren könnte. Und es ist jemand drauf gekommen, das durch das sogenannte Veraschungsverfahren sehr genau festzustellen, wie hell oder dunkel Mehl ist. Das geht davon aus, dass das dunklere Mehl enthält ja logischerweise mehr Anteile von der Schale vom Korn und das hellere Mehl enthält wenig von der Schale und mehr von dem weißen Kern, der im Korn drin ist. Und in der Schale stecken mehr Mineralsalze, Mineralstoffe, die bei der Verbrennung vom Mehl eben übrig bleiben. Also Salz verbrennt nicht, sondern bleibt als Asche übrig. Und jetzt geht man her und verbrennt unter sehr kontrollierten Bedingungen bei 900 Grad und einem bestimmten Sauerstoffgehalt und so weiter, verbrennt man 100 Gramm Mehl im Labor und misst, wie viele Milligramm Asche da dabei übrig bleibt. Und diese Anzahl, also wenn da 550 Milligramm, also ein halbes Gramm Asche von diesen 100 Gramm Mehl übrig sind, dann haben wir ein weißes Brötchenmehl von der Type 550. Es ist soweit. Das Feuer ist entfacht und lässt sich nicht mehr aufhalten. Wenn das Holz niedergebrannt ist, muss der Teig bereit sein. Gut, jetzt schauen wir einfach nach, wie weit die Teige sind. Die sind jetzt über Nacht gereift. Und bevor irgendwas anderes kommt, nehme ich jetzt aus der Mitte, da wo der Sauerteig am schönsten gereift ist, das Anstellgut, mit dem die nächste Generation für den nächsten Backtag dann ersetzt wird. Die nächste Generation Sauerteig ist im Eimer. Jetzt geht's an den Hauptteig für unser Bauernbrot. Dafür kommt noch einmal Hefe zu den beiden Vorteigen, insgesamt aber höchstens 15 Gramm pro Kilo Mehl. Und erst jetzt auch Salz. Und zwar keinesfalls nach Gefühl. 20 Gramm Salz auf 1 Kilo Mehl, nicht mehr und nicht weniger. Denn Salz macht das Brot nicht einfach mehr oder weniger salzig. Salz hat mehrere Funktionen. Zum einen, als allererstes brauchen wir es, damit sich beim Kneten im Weizenteig das Klebereiweiß bildet, dass man da also eine gute, stabile, elastische Struktur im Teig kriegt. Das geschieht nur, wenn Salz dran ist. Das heißt, der Bäcker, der morgens mal Salz vergessen hat, der merkt es schon während der Teigbereitung, weil er spürt, dass der Teig keine Spannung kriegt. Das ist die erste Funktion. Die zweite Funktion ist, dass der Salzanteil im Teig diese mikrobielle Prozesse alle ein bisschen zügelt. Also die Arbeit vom Sauerteig und von der Hefe, die gehen nicht ins Uferlose, weil 2% Salz die Sache einfach unter Kontrolle halten. Und dann natürlich ganz wichtig als Geschmacksstoff, also Brot ohne Salz, ist hier bei uns in Deutschland eigentlich ungenießbar. Nach Hefe und Salz kommt erneut Wasser dazu, jetzt wieder kühl. Und wer aufgepasst hat, weiß, der Teig soll fest werden. Wasser, so haben wir gelernt, misst Günter Weber ab. Mehl kommt nach Gefühl dazu. Gut, jetzt kommt das Wasser in den Teig nieder.
man eigentlich Mehl und Wasser jederzeit zugeben, wenn was fehlt? Wenn Wasser fehlt, ist gar kein Problem. Das ist für jeden Teig gut, wenn man kurz vor Schluss noch mal ordentlich einen Schluck Wasser unterkneten kann. Wenn Mehl fehlt, hat man einen Fehler gemacht. Also wenn man sehr spät im Teig Mehl nachkneten muss, das schadet dem Teig. Das gibt dann kein optimaler Teig dann mehr. Das Mehl verändert sich ja bei der Knetung. Das Wasser bleibt Wasser, aber das Mehl, aus dem Mehl entsteht aus mehreren Komponenten, die im Mehl vorhanden waren, dann diese Eiweißstruktur, dieser Kleber. Und der braucht eine bestimmte Zeit, 5-6 Minuten intensiver Knetung, dass er entsteht. Und jetzt kann man sich leicht vorstellen, wenn 80% von meinem Mehl oder 80% von dem Eiweiß im Mehl sich schon in Kleber verwandelt haben und jetzt komme ich nochmal mit frischem Mehl, wo jetzt wieder Eiweiß drin ist, das dann erst anfängt wieder zu Kleber zu werden, dann haben wir hier ungleichmäßige Entwicklung. Also wir haben dann sozusagen reif ausgeknetetes Klebereiweiß und wir haben noch ganz junges, das noch viel Wasser an sich ziehen will und so weiter. Dann haben wir einen Teig, der Bäcker sagt, der ist bockig. Das ist eigentlich das hervorstechende Merkmal. Der ist nicht elastisch, der lässt sich nicht gut formen. Und es geht bis zum fertigen Produkt, dass es dann nicht mehr optimal ist mit nachgeknetetem Mehl. Also ausgerechnet Mehl, das er gar nicht genau wiegt, muss in der richtigen Menge rechtzeitig dazu. Ein echt gutes Brotbacken verlangt viel Wissen und kostet Kraft, jedes Mal. Ein echt gutes Brotbacken heißt geduldig sein und aufmerksam, jedes Mal. Und jedes Mal freut sich Günter Weber über seine Handwerkskunst. Also was vor allem jetzt mit dem Holzofen bei der Arbeit wirklich ganz bestimmend ist, ist, dass man tatsächlich mit allereinfachsten Dingen, mit den 4 Elementen eigentlich arbeitet. Man hat Feuer, man hat Wasser, man hat also als Erde das Getreide, wo man einfach hier hinterm Haus schon sieht, wie es aus der Erde wächst. Und aus diesen Dingen macht man einen Teig und lässt dem seine Zeit und seine Prozesse und schiebt den in den Ofen. Und am Ende vom Tag ist hier wirklich ein Produkt, was Genuss verspricht und ein Brot, was ich eben seit 40 Jahren eigentlich jeden Tag auf dem Tisch habe und was mir nicht langweilig wird. Und das ist schon was, ich glaube, das können nicht sehr viele Leute von ihrer Arbeit sagen. Da ist man einfach stolz drauf und hat auch eine Freude drauf. Wenn der Teig nicht bockig wird, also schnell noch etwas Mehl. Die Maschine, die wird jetzt etwa 5 Minuten mischen, bis das überhaupt alles gleichmäßig vermischt ist. Und dann wird sie nochmal etwa 7 Minuten kneten. Also da sieht man dann, dass sich die Spannung in dem Teig aufbaut, dass der Teig elastisch wird. Und dann muss man den richtigen Moment bestimmen, wann es genug ist, bevor der Teig praktisch überknetet ist. Das höre ich wieder an dem Schmatzgeräusch und man sieht es. Um es endgültig zu entscheiden, greift man auch noch mal kurz in den Teig rein. Gut, dann lasse ich den jetzt laufen. Ein Bauernbrotteig aus 20% Roggenmehl, Typ 1150, 80% Weizenmehl, Typ 812, Wasser, Sauerteig, Hefe und Salz. Das Rezept stammt noch von seinem Großvater und vielleicht auch die Gabe, einen Teig mit allen Sinnen zu beobachten. So, jetzt entsteht so langsam ein Teig, das heißt, jetzt schalte ich in den Schnellgang und ab jetzt kann man sagen, findet eigentlich erst eine richtige Knetung statt. Teig, sagt Günter Weber, kann klatschen, quietschen, patschen, raunzen, sogar furzen und eben schmatzen. Ob er genau richtig ist, muss man dann spüren. Man kann in Ruhe den Teig halt genauer beurteilen, wenn da keine Spannung drauf ist. Also das haben wir ziemlich perfekt erwischt. Es ist jetzt tatsächlich so, dass jetzt noch ein halber Liter kaltes Wasser dazu kommt, dass der Teig auch eine schöne Frische kriegt. Und dann haben wir die richtige Festigkeit. Also jetzt ist im Moment noch ein bisschen zu fest und genau so war es gedacht.
Zeit, nach dem Ofen zu schauen, der auch nach 18 Jahren der Zusammenarbeit Respekt verlangt und Demut. Sagen wir mal, bis ich zum ersten Mal das Gefühl hatte, dass ich den Ofen im Griff habe, ging sicherlich ein Jahr rum. Also natürlich, es kam schon meistens irgendwas Essbares raus, aber es war immer für eine Überraschung gut. Und so nach einem Jahr oder 1,5 Jahren habe ich so ungefähr das Gefühl gehabt, dass ich verstanden habe, wie das Ding funktioniert. Und seitdem lange immer noch dazu bis heute. Also das macht meinen Beruf einfach wieder richtig spannend, mit diesem Holzofen zu arbeiten. Man ist tatsächlich auch vor Reinfällen nie ganz sicher. Man kriegt immer mal wieder auch eine Portion Brot raus, die viel dunkler oder viel heller ausfällt, als man sich das vorgestellt hat. Inzwischen ist Unterstützung gekommen. Früher halfen die Familie oder angelernte Kräfte. Mit Moritz Löser hat ein Bäckermeister zu ihm gefunden. Was jetzt ansteht, wäre allein nicht zu schaffen. Aus 72 Kilo Teig müssen 60 Laib Bauernbrot geformt werden. Gut, dann fange ich an zu wiegen. Während sich der Ofen von außen kaum beeindrucken lässt, reagiert der Teig umso sensibler auf alles. Da muss man schon Hand in Hand arbeiten, damit 60 Laib Brot nicht nur fertig werden, sondern wirklich reif sind für den Ofen. Genau dann, wenn der Ofen reif ist für die Brote. Dass Günter Weber mit einer altertümlich anmutenden Waage arbeitet, hat übrigens nichts mit schwäbischer Sparsamkeit zu tun. Das nennt man eine römische Schnellwaage, die ist so konstruiert, dass sie sehr schnell anspricht, dass man also ein Stück Teig drauflegt und gleich eine sehr präzise Reaktion dahinter sieht. Und deswegen ist man mit dieser Waage viel, viel schneller beim Teig verwiegen als jetzt mit einer Digitalwaage oder sowas. Mit dieser Technik hat man aber auch schon in Pompeji Brotteige verwogen, deswegen römische Schnellwaage, weil die tatsächlich praktisch baugleich eben schon seit 2.000 bis 2.500 Jahren im Gebrauch ist. Was sich bewährt hat, wird übernommen. So auch der Trick mit den Leinentüchlein, den sich der Bäcker bei schwäbischen Landfrauen abgeschaut hat. Denn bevor der Teig in den Ofen kommt, muss er auf Gare stehen. Das heißt noch einmal ruhen und reifen. Und dafür kommen die einzelnen Laibe ins Körbchen. Das sind Petitgros-Körbchen, Gärkörbchen nennt man die. Da steht das Brot jetzt so für 1,5 Stunden drin zum Reifen. Und damit der Teig nicht anklebt, hat man aber 2 Möglichkeiten. Entweder man streut diese Körbchen ganz dick mit Mehl aus. Das ist eigentlich eher das traditionelle Verfahren. Wir haben es uns aber auch gewöhnt, mit diesen kleinen Leinentüchern da so ein Luftpolster zwischen Körbchen und Teig zu machen. Dann kann das von unten schön Luft kriegen. Und wir haben auch kein Hygieneproblem mit unseren Körbchen. Denn das Mehl in diese gerillte Petitgros-Körbchen ist nachher natürlich ein großes Problem, wenn man Mehlmotten und sowas aus der Backstube fernhalten will. Das Mehl, diese Schichtmehl, die jetzt oben drauf ist, die kommt nachher. Das werden wir sehen, wenn das Brot in den Ofen kommt, wird das der Boden von dem Brot, also das wird dann auf den Schießer gestürzt und auf dieser feinen Mehlschicht rutscht der Laib dann vom Backschieber in den Ofen rein. In den Ofen können die Laibe aber erst, wenn das Holz runtergebrannt ist.
Dass das tatsächlich genau so lange dauert, wie der Teig noch braucht, ist natürlich kein Zufall, sondern Ergebnis einer ausgeklügelten Choreografie. Das ist für den Holzofenbäcker nun mal ein ganz schwieriger Punkt. Die Reife vom Brot und die Backtemperatur vom Ofen in Übereinklang zu bringen und im richtigen Moment das Brot einschießen zu können. Ich habe ja auch keine Gärkammer, wo ich meine Brote schneller zum Reifen bringen kann. Das war als Bäcker schon ein Lernprozess, hier einfach Geduld mit dem Ofen und Geduld mit meinen Teige zu haben. Die Erfahrung war halt immer so, dass wenn ich mich da von Ungeduld leiten lasse, dass das Ergebnis einfach die Sache bestraft hat. Und deswegen, ja, man darf nicht gerade vorm Ofen rumtanzen und auf die Uhr gucken, sonst vergehen die Minuten so arg langsam. Aber man hat ja meistens genügend anderes in der Backstube zu tun. Anderthalb Stunden noch, in denen die Laibe auf Gare stehen. Und dann wird sich zeigen, ob sein Timing stimmt. Obwohl das Fernsehen im Weg rumstand. Ja, es gibt ein bisschen Wildsbauerbrot da hinten. Gut, dass die beiden noch andere Backwaren vorbereiten müssen. Ungeduld könnte immer noch die Sorgfalt vieler Stunden ruinieren. Verpassen darf man den richtigen Moment allerdings auch nicht. Ja, der Ofen ist jetzt, die Glut ist jetzt richtig runterbrannt. Da ist jetzt im Wesentlichen nur noch Asche und ganz kleine Glutreste im Ofen. Die werden wir jetzt ausräumen und hinterher mit dem feuchten Lappen kurz durchwischen. Und weil wir das jetzt in dem Fall bei 370 Grad machen wir das durchaus nicht so sehr gründlich, sondern ein bisschen schnell und oberflächlich. Und das ist das, was man unter Hudler versteht. Daher kommt der Begriff, der schwäbische Begriff Hudler für flüchtig arbeiten. Das ist genau, wenn man einen heißen Ofen mit einem feuchten Lappen kurz durchwischt. Damit das dann wirklich schnell gehen kann, wird vorher das Gröbste zusammengefegt. Fast 3 Stunden, nachdem er das Feuer im Ofen entfachte, sind die Buchenholzbalken nur noch Asche und Glut. Jetzt da den Deckel vom Aschekasten aufgemacht. Da ziehen wir jetzt erst die Asche und die Reste von der Glut rein. Sobald kein Feuer mehr im Ofen ist, kühlt er genauso unaufhaltsam ab, wie er sich vorher aufheizte. Aber noch ist die Hitze das Problem. Entstanden sind fast 400 Grad. Nur das rechtfertigt, dass ein Schwabe ausnahmsweise etwas oberflächlich sauber machen darf. So, und jetzt den wir hudeln. Man versucht halt hier fertig zu werden, den Ofen sauber zu kriegen, bevor der Putzlappe in Flammen steht. Das ist eigentlich das Ganze. So, jetzt ist der Ofen soweit sauber, dass wir den jetzt wieder zumachen und kurz nur ein paar Minuten abstehen lassen. Das heißt, es gibt jetzt nur ein paar wenige Stellen da drin, die überhitzt sind, wo aber die letzten Glutnester jetzt gerade noch draufgelegt sind.
Und da gibt man jetzt nochmal Gelegenheit, dass das sich ein bisschen ausgleicht, dass man nachher nicht einzelne Brote hin, die eben an der Unterseite verbrannt sind. Aber der Ofen stand jetzt schon. Also die Glut war jetzt schon sehr weit runter, deshalb wird uns 10 Minuten Abstellzeit reichen und dann können wir das erste Brot schieben. Dann kann ich vielleicht gerade nochmal die Lufttemperatur habe ich gemessen mit meinem Thermometer, das war 350 Grad vorhin. Und jetzt versuche ich mal noch zu hören, am Zischen von dem Wasserstrahl zu hören, wie heiß der Boden vom Ofen ist. Das ist eigentlich jetzt die entscheidende Frage, für wann wir Brot einschießen können. Ja, also das klingt gut. Ich würde sagen 10 Minuten, dann können wir das erste Brot machen. Wie heiß darf er denn noch sein? Überraschenderweise ist es so, wenn ich mit Kleingebäck anfange, kann ich heißer anfangen. Also wenn ich erst Brötler, Säler, Briegel oder was immer zu backen habe, die kann ich schon so etwa bei 360, 370 Grad einschießen, wo kein Gebäck es länger wie 7, 8 Minuten aushält in der Hitze. Und diese Brötler, diese kleinen Gebäcke, die sind nach den 7, 8 Minuten, wenn sie äußerlich ihre gute braune Farbe mit ein paar kleinen schwarzen Springsel haben, sind die auch in der Mitte durchbacken. Ein Brot könnte bei der Temperatur noch nicht backen, weil das müsste auch nach 7 Minuten wieder raus, bevor es schwarz wird, aber dann wäre es noch nicht durchbacken. Also wenn ich ein reines Brotbackprogramm habe, fange ich bei 300 etwa an. Und wenn ich vorher Kleingebäck habe, dann kann ich so bei 370 etwa das erste reinschießen. Also ich gucke nochmal, was die Bodentemperatur sagt. Die passt wunderbar. Gut, und dann können wir anfangen, Brot reinschieben. Nach all dem Warten muss es jetzt schnell gehen. Sonst ist der erste Laib viel länger drin als der letzte. Und beim Backprozess, da geht es halt einmal darum, die Temperatur am Anfang muss richtig sein, dass sich eine gute Kruste bildet, dass wir von Anfang an kräftig backenes Brot haben. Also wenn ich in die ersten 15 Minuten keine Farbe ans Brot dran kriege, dann entsteht später auch nichts mehr. Und dann muss gleichzeitig die Temperaturkurve eben so sein, dass dann das Brot 50 Minuten im Ofen aushält. Dass es mir also, wenn der Ofen zu heiß bleibt, also während dem Backprozess, dann trocknen wir das Brot von außen aus, bevor es in der Mitte durchbacken ist. Wenn das Brot jetzt in den heißen Ofen kommt, dann fängt die Hefe an, sehr stark Gas zu produzieren, das Brot sehr stark auseinanderzutreiben. Das nennt man den Ofentrieb. Und gleichzeitig kommt ja von außen die Wärme, die Haut vom Brot wird fest. Und wenn dann dieser Druck von innen kommt, dann platzen die Laibe auf. Und man will eigentlich nicht, in der Regel will man nicht, dass die unkontrolliert aufplatzen. Deswegen gibt man dem Brot hier Gelegenheit, sich gleichmäßig auseinander zu falten. Und insgesamt wird dadurch, wenn man also nach 4 Seiten praktisch Gelegenheit zum Ausdehnen gibt es insgesamt einen schönen großen Laib. 19 Stunden, nachdem der Sauerteig aus dem Kühlschrank kam, ist das letzte Brot im Ofen. Und Günther Weber tüftelt daran bis zuletzt. Und jetzt dampfen wir noch ein bisschen drüber. Also lassen wir noch ein bisschen Dampf entstehen. Der Dampf schlägt sich jetzt auf deine Brote nieder, sodass dann die Oberfläche noch für die ersten 4-5 Minuten weich bleibt. Und dadurch können die Brote sich schön ausdehnen, bevor dann die Kruste fest wird. Es hat sich herumgesprochen, dass es auf dem Lorettohof etwas Besonderes gibt. Und dafür kommen sie extra hierher. Hier backt Günther Weber nicht nur mit wenig Zutaten und viel Zeit. Sein Holzofen lässt moderne Backshops alt aussehen. Hier wird die ganze Wärme, die man braucht,
vor dem Backprozess in der Ofen packt. Der Schamott speichert diese ganze Wärme. Und das, was da drin ist, das habe ich zur Verfügung. Solange wie mir das reicht, kann ich backen. Das sind in der Regel 3,5 Stunden, vielleicht mal 4 Stunden. Es gibt keinen anderen Ofen, wo während dem ganzen Backprozess neue Wärme zugeschaltet wird. Egal, ob ich einen Ofen mit Gas oder Strom oder Öl betreibe, es wird immer so sein, dass ein Thermostat da drin ist. Und während das Brot im Ofen ist, wird immer mal wieder irgendeine Heizung ausspringen, irgendein Brenner ausspringen, neue Wärme produzieren. Und neue Wärme bedeutet immer Luftumwälzung. Da, wo Wärme entsteht, da kommt immer Luft in Bewegung. Und bewegte Luft im Backraum trocknet immer das Backwerk aus, was da drin ist. Brot aus dem Holzofen bleibt länger frisch. Auch deshalb lohnt sich der Weg. Dass nicht immer alles gleich aussieht, sondern mal ein Brot dunkler und das andere heller, das trifft durchaus den unterschiedlichen Geschmack der Kunden. Aber natürlich sollte alles durchgebacken und keines verbrannt sein. Und meistens klappt das auch. Auf den ersten Blick sieht es gut aus und der Duft ist verlockend. Aber frisches Brot, sagt Günter Weber, duftet immer nach frischem Brot. Woran also erkennt er, dass sein Bauernbrot nach rund 50 Minuten genau richtig ist? Also Farbe ist oben gut, ist am Boden gut und der Klang auf der Bodenklopfe war dann eigentlich vollends das Entscheidende. Also wenn das so richtig gut klingt, also wenn das klingt, wie wenn man an eine Holztür klopft, dann ist es eindeutig fertig. Wäre es in der Mitte noch nicht durchgebacken, käme keine Resonanz. Ein Trick, der aber nur frisch aus dem Ofen funktioniert. Letzte Gewissheit, dass das Brot echt gut geworden ist, gibt es nur mit dem Messer. Frisch aufgeschnittene Brot erstmal. Der Duft ist schön rein, nichts vorstechende Säure, was jetzt in dem Fall nicht sein dürfte. Wenn wir uns die Porung angucken, unregelmäßig, eigentlich wie man sich vorstellt, auch wieder beim rustikalen Brot. Es ist schön gelockert. Der Boden hat etwa 2 bis 3 Millimeter Stärke, das ist richtig so, würde ich sagen. Er ist nicht dunkel, aber deutlich braun. Und die Lockerung ist eigentlich gleichmäßig im ganzen Brot. Ein Brotfehler wäre, wenn es zum Beispiel in der Mitte sehr große Pore hat und diese aufgehende Pore die Krume zur Kruste hin zusammendrückt hätte. Also in der Mitte zu groß und außen zu enge Porung. Ist ein Zeichen dafür, dass man sehr reifes Brot in einen relativ schwachen Ofen geschossen hat. Zum Beispiel. So was kann man dann am Krumebild erkennen. Also eigentlich insgesamt ein Brot, wo ich damit zufrieden bin. Das ist das Bauernbrot, wie ich mir das vorstelle. Kaufen kann man das von Freitag bis Sonntag im Hofladen und auf 2 Wochenmärkten in Tübingen und Biberach. Das Kilo kostet 3,90 €. Und wer eins ergattert, hat auch noch eine Woche später seine Freude dran, vorausgesetzt, es ist noch was übrig. So ein Brot gibt es nicht jederzeit, nicht jeden Tag und nicht einmal das ganze Jahr. Zwischen dem 4. Advent und Anfang April ist Winterpause auf dem Lorettohof. Aber erstmal geht Günter Weber wieder in seine Backstube. Gut möglich, dass er noch einen seiner Vorteige ansetzt, aus denen er dann wieder viele Stunden später ein Bauernbrot backt. Mit Wissen, Geduld und Erfahrung. Und mit seinem Chef, dem Holzofen.